Herzlich willkommen zu Jung und Exzellent, der Show zum Börsenblatt Young Excellence Award. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit zwei weiteren Nominierten dieser Runde sprechen kann, nämlich mit Minita Kandelbauer. Hallo. Schön, dass du da bist. Hi. Und bei dir wird es mir jetzt ganz, wenn ich in einem Satz sagen sollte, was du alles machst, das kriege ich gar nicht unter. Deswegen kommen wir bei dir später drauf, weil du spielst auf so vielen Spielfeldern. Das kann nur in der Anmoderation dann schiefgehen. Und außerdem nominiert und hier, und ich freue mich sehr drüber, Susanne Hoffmann. Du bist Gründerin der Buchhandlung Kleinott in Waldenburg. Hi. Ist das? Hallo, freut mich dabei zu sein. Wir hoffen, dass unsere Internetverbindungen stabil bleiben. Manchmal pixelt es hier so ein bisschen, aber das wird uns nicht aufhalten. Der Börsenblatt Young Excellence Award ist ein Preis, der für engagierte Menschen in der Buchbranche bis 35 Jahre vergeben wird, und zwar von der Börsenvereinsgruppe. Und Partner ist auch dieses Jahr die Future Publish. Wir stellen da 10 Menschen vor, die wirklich was rocken und was bewegen, mit Herzblut, mit Energie und auch sehr viel Know-how und starken und innovativen Ideen. Das werden wir gleich ein bisschen kennenlernen und auch euren Weg in die Buchbranche. Und damit nicht ich die ganze Zeit rede, sondern die Menschen, die interessant sind, starten wir mit einem Fragen-Tornado. Da habt ihr 90 Sekunden Zeit, euch gegenseitig sozusagen zu interviewen und Fragen zu stellen und schnell darauf zu antworten. Und da gucken wir mal, wie viel wir unterkriegen. Wer möchte zuerst Fragen stellen? Soll ich vielleicht starten? Beginn. Susanne. Okay, gut. Ein Susanne bisschen hat schneller. eine Millisekunde schneller gezuckt. Okay, Susanne, dann 90 Sekunden hast du Zeit. Nita, du bist in Kenia. Nairobi ist Eine der besten Städte der Welt. Muss man besucht haben. Flugzeug oder Zug? Flugzeug? Aber nicht weiter sagen, ja? Meine bisher interessanteste Reise? Hm, sehr viele, vermutlich meine erste Reise nach Seoul. Es ist aber sehr schwer zu sagen. Kaffee Aber oder meine erste Reise. mhm. Ja, Cool. Kaffee oder Club Mate? ich habe eine ähnliche Frage. Ich bin Team Matcha. Aha. Samba oder Wiener Walzer? Samba. Habe ich aber beides noch nicht getanzt, muss ich ehrlich sagen. Ich lese gerade Sehr viele Bücher. Ähm, Mein eigenes tatsächlich, vordergründig. cool. Also, wer sagt dir, was normal ist? Das lese 200 ich hauptsächlich die habe ich auch schon recherchiert. 200 Seiten oder 500 Seiten? 200 Seiten. Ein gutes Sachbuch für Kinder Muss in einfacher Sprache sein und Diversität abbilden. Bilder oder Text? Oh, Bilder. Schwierig. Okay, das waren 90 Sekunden. Vielen Dank, tolle Fragen auch. Man sieht, Susanne hat tief geschürft. Es sind ja Porträts über euch erschienen und hat sich sehr gut vorbereitet. Wir haben auch erfahren, du bist gerade in Nairobi. Bevor wir jetzt den Spieß umdrehen und du Susanne Fragen stellen darfst, würde mich natürlich auch interessieren, was machst du da gerade? Ja, Ist ich das versuche ein Urlaub? neues Ist das Experiment. mhm. Ach so, tut mir leid, ich habe dich grad nicht gehört. Ich mache ein Book Retreat in Nairobi. Das ist, meine eigene Erfindung. Ich, setze gerade mein eigenes Buch „Wer sagte, was normal ist", was im September erscheinen wird, und wir sind gerade in der, Endphase, die aber noch sehr intensiv ist. Und dann haben wir eigentlich relativ spontan beschlossen, dass wir das in Nairobi machen wollen, weil man kann sein Buch ja auch am Strand, abschließen. Also ist das eigentlich mein erster Arbeitsurlaub überhaupt. Also, ich werde dann noch Mhm. Feedback geben, ob ich das empfehlen kann oder nicht, aber momentan freut es mich grad sehr, dass ich, bei Mhm. Sonnenschein in Nairobi arbeiten darf.
Wie ist deine Schwester Melanie, vermute Genau. ich? Ja, genau. Mhm. Ich schreibe meine Bücher, also ich habe alle Bücher bis jetzt mit meiner Schwester geschrieben und auch dieses wieder. Sehr Ich schön. bin sehr gespannt, da noch mehr über diese sehr enge Beziehung, wie ich glaube, zu erfahren. Aber jetzt ist es erstmal andersrum. Jetzt darfst du Susanne Fragen stellen und auch du hast 90 Sekunden Zeit und es geht los. Okay. Lesen am Strand mit Sonnenschein oder lesen im Bett mit Regenwetter? Lesen am Strand mit Sonnenschein natürlich. Nach welchem Buch wirst du in deiner Buchhandlung am häufigsten gefragt? Letztes Jahr war es Altern von Elke Heidenreich. Ah, sehr schön. Würdest du self-published Bücher in deinem Sortiment aufnehmen? Würde ich machen, ja. Okay, lesen mit Musik oder lieber in Stille, insofern das geht. Absolut in Stille. Bin sehr schnell ablenkbar. Sehr schön. An welche Lesung in deiner Buchhandlung erinnerst du dich gerne zurück? Eine Lesung mit Sarah Klatt. Sie ist Jüdin und hat über die Diversität der israelischen Gesellschaft geschrieben. Das war super einprägsam. Sehr schön. Du darfst jetzt einen Buchcharakter aussuchen, der deine Buchhandlung besuchen wird. Wer ist es? Ui, vielleicht der Dimitri Kapitelmann in seinem eigenen Buch Russische Spezialitäten, der in Sehr schön. der ostdeutschen Provinz unterwegs ist. Und was würde die Person bestellen? Also Kaffee, Torte? Ich denke, einen Cappuccino und einen Zupfkuchen. Sehr schön. Und was ist deine Empfehlung für den Sommer? Also Top-Lieblingstorte oder Lieblingsgetränk? Ja, wir haben jetzt Strawberry Iced Matcha oder andersrum, Matcha Iced Strawberry. Sehr schön, sehr schön. Matcha Ähm, zieht sich durch. Das waren 90 Sekunden. Ich bin mir sicher, ihr habt noch ganz, ganz viele Fragen auf eurem Zettel. Genau, ich mag auch so eine kleine Zeitverzögerung haben wir drin. Aber wir kommen jetzt noch ins Gespräch miteinander. Wir sind nämlich noch schuldig. Minita, ich habe gesagt, du machst so viel, dass das gar nicht in eine kurze Anmoderation reinpasst. Das müssen wir jetzt noch aufklären. Wir haben jetzt schon erfahren, du schreibst Bücher. Zusammen mit deiner Schwester Melanie, die sind bisher, glaube ich, alle bei Lycam erschienen oder erscheinen noch, solange es dieses Programm bei Lycam noch gibt. Das ist ja auch ein bisschen traurig, oder ich finde es traurig, dass das in Zukunft so nicht mehr dann sein wird. Hast aber auch noch andere Jobs sozusagen. Du bist einmal Herstellungsleiterin und Grafikerin bei den Goldeck Verlagen. Genau, bist damit auch dieses Jahr die einzig Nominierte aus Österreich. Man kann ja auch aus der Schweiz und Österreich teilnehmen. Genau, letztes Jahr gab es 2 Wienerinnen, die dabei waren. Dieses Jahr hältst du ein bisschen die Flagge für Österreich hoch. Du bist aber auch Fotografin und mhm. machst das auf einem Niveau, dass mir die Ohren schlackern. Ich bin ja eigentlich für Fotografie nicht so empfänglich, würde ich sagen. Aber die Bilder, die ich von dir gesehen habe, das sind nicht einfach nur so Porträtfotos, okay, technisch gut gemacht, sondern das hat Perspektiven, da spricht eine Grafikerin und Designerin draus mit einem Blick, wie man das arrangiert. Also das sollte sich jeder mal angucken. Minita-Fotografie ist es, glaube ich, auf Mhm. Instagram. Also wirklich, das sind Kunstwerke, mehr sage ich nicht. Ich würde mich sofort von dir fotografieren lassen. Aber das ist sehr Ähm, lieb. Schön. genau, und nebenbei sozusagen machst du noch andere Sachen. Also du bist auch noch Antirassismus-Trainerin und da auch ziemlich unterwegs. Und du bist Mitgründerin eines Vereins. Den Namen muss ich aber ablesen, weil der ist ziemlich lang. Nämlich Zwischen den Zeilen, Institut für literarische Diversität und kritisches Denken. Und da bist du Obfrau. Jetzt mal für die Nicht-ÖsterreicherInnen, was ist denn eine Obfrau?
Ist das Also die Chefin? ähm, wir haben theoretisch flache Hierarchien, aber es braucht natürlich in einem Verein aus legalen Gründen verschiedene Rollen. Also Chefin, ja, Theorie, nein, ja, jein, kann ich nicht tatsächlich sagen. Also ich weiß, dass wir einfach verschiedene Funktionen haben, aber sind unsere Hierarchien flach und wir sind auch nur 3 Menschen, also entscheiden wir trotzdem alles gemeinschaftlich und demokratisch, würde ich sagen. Ja, also das Äquivalent hier in Deutschland wäre dann die erste Vorsitzende, nehme ich mal an. Ist das dann, glaube ich, Glaube in der. tatsächlich. Ich wusste aber gar nicht, dass das andere Begriffe sind. Schau, das Ja, manchmal, schon manchmal wieder was Neues gelernt. staune ich auch. Aber ja, Dito. Genau, also das ist das, nur um das mal so ein bisschen abzustecken, auf was für Feldern du dich da bewegst. Damit habt ihr beide gemeinsam, dass ihr selbstständig seid. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar Gemeinsamkeiten, die ich gleich mit euch mal rausarbeiten will. Susanne, du hast ja, ist jetzt das 3. Jahr, hast du deine Buchhandlung gegründet, sozusagen zurück in die Heimat. Du hast mal in Berlin gelebt, bist jetzt in Waldenburg. Ich nehme an, das hat was mit der Familienplanung zu tun. Du hast 2 Kinder, die sind so ungefähr in dem Alter, in dem auch meine beiden Kinder sind. Deswegen konnte ich mir das gut merken. Du hast in Waldenburg einen Safe Space geschaffen mit kleinen Ort. Da gibt es auch diesen schönen Doppelsinn in dem Namen. Vorher warst du Kulturwissenschaftlerin und du hast auch ganz fleißig studiert, nämlich Deutsch als Fremdsprache. Warst, glaube ich, in dem Bereich auch tätig und dann kam aber irgendwann sozusagen als der Quereinstieg über einen Berliner Kiezladen, glaube ich, hatte ich diese Idee gepackt, ich mache jetzt eine eigene Buchhandlung. War das der Weg? Genau, schon ziemlich gut umrissen. Also, ich bin hier weg aus Waldenburg mit 18. Ich musste sofort weg. In dem ersten Moment, dass ich konnte, bin ich los. Und weil ja so eine Kleinstadt eben für junge Menschen nicht immer das alles bietet, was man sich wünscht. Genau, war viel in der Welt unterwegs und in Berlin habe ich so angedockt und habe zusammen mit anderen Menschen gesehen, wir können mit einem Geschäft, das nicht nur Geschäft ist, sondern Begegnungsort, richtig viel tun für die Nachbarschaft, für die Gemeinschaft. Und wir haben auch gesehen, die Menschen sehnen sich danach. Und ja, da Erfahrungen gesammelt und auch Erfolgserlebnisse gesehen und gemerkt, das ist meine Leidenschaft auch, irgendwie Leben an einen Ort zurückzubringen und zu bringen. Und als dann unsere Entscheidung fiel, zurück nach Waldenburg zu gehen, einfach weil es hier für die Kinder idyllischer ist, ja, da kam der Pragmatismus auch ganz stark mit. Ähm, Da habe ich aber gesagt, ich kann hier nicht hingehen, ohne auch etwas zu bewegen. Und hatte in Berlin schon eine gute Freundin, die auch eine Buchhandlung aufgebaut hat und konnte da ein bisschen mit lernen und gucken. Und Sprache zieht sich auch so durch meinen Lebenslauf. Also, ich hatte schon immer eine große Begeisterung für Sprachen, und setze das jetzt hier mit dem Buchladen in gedruckter Form um. Ja. Mhm. Ich muss kurz kommentieren. Minita hat es gerade rausgehauen aus unserem Meeting, aber ich gehe davon aus, sie kommt gleich wieder rein und wir machen erstmal weiter. Hast gerade angedeutet, Sprachen und auch Reisen, glaube ich, haben in deinem Leben eine große Rolle gespielt und tun es wahrscheinlich immer noch. Also du bist auch eine Globetrotterin. Da ist Minita auch wieder. Du warst ja, gut, dass du wieder da bist. Du hast noch nichts verpasst. Ja, du bist in Asien unterwegs gewesen, in Südamerika. Du hast Ausbildungsstationen in Spanien und in Prag hinter dir und du bist auch Dozentin gleich für mehrere Sprachen. Also neben dem DAF, Deutsch als Fremdsprache, ist da noch Englisch und Italienisch spielt bei dir da eine Rolle. Sag mal, wenn du noch mehr Zeit hättest, was würdest du denn noch für Sprachen lernen? Da steht bestimmt was auf deinem Zettel, nehme ich an. Ja, also ich kann eigentlich noch mehr, die unterrichte ich nur nicht. Ich habe auch Spanisch, Portugiesisch und Tschechisch und Russisch noch studiert.
Ich würde die alle auffrischen, weil mein Gehirn jetzt ganz schön stark dominiert ist von Deutsch, Italienisch und Englisch. Und ich würde erstmal diese anderen 4 wieder gut auffrischen und dann vielleicht, eine asiatische Sprache lernen. Ja, das wäre noch mal 'ne Hast, richtige Herausforderung. hast du eine spezielle im Blick? Ich habe eine Schwägerin, die wohnt in China. Das wäre dann irgendwie naheliegend, Mandarin. Mandarin zu lernen. Mhm. Genau. Gibt ja noch mehr Kantonesisch und weiß ich nicht, aber die meisten lernen, glaube ich, Mandarin. Genau. Äh, ja, also dieses Engagement, dieses Interesse eint euch, glaube ich, beide. Bei Minita haben wir auch gesehen, dass du also ich weiß nicht, wie das alles in euren Tag und in eure Gehirne passt. Das beeindruckt mich ähm, wahnsinnig, wie ihr das macht. Mineta, wie ist es bei dir? Du hast ja auch bei den Ausbildungen, ne? Du bist ja wirklich auch ausgebildete Fotografin. Ne? Fotografin darf in Deutschland zum Beispiel mittlerweile jeder sich nennen, aber du bist das wirklich ausgebildet. Du bist ausgebildet in Verlagswirtschaft, du hast einen Master, glaube ich, in Germanistik, du bist Buchgestalterin. Du hast bestimmt noch ganz viele andere Fortbildungen, die jetzt da gar nicht, die ich noch gar nicht aufgezählt habe, in anderen Bereichen. Wie passt das alles und diese ganzen Jobs eigentlich in dein Leben rein? Du musst ja irgendwie 30 Stunden am Tag arbeiten, gefühlt. Ja, ich glaube eigentlich, dass es für mich leichter ist, mehr Dinge auf einmal zu machen als nur eine Sache. Ich fühle mich einfach freier, wenn ich mehrere Dinge auf einmal machen kann. Und gerade wenn man sehr viel künstlerische Berufe hat, ist natürlich auch immer ein Druck vorhanden. Den fühle ich aber tatsächlich nicht. Also zum Beispiel bin ich ja Fotografin selbstständig. Ich überlege mir aber nicht, ob ich mir jetzt neue Businessstrategien ausdenken muss, um neue Kundinnen zu gewinnen, denn ich bin ja auch Herstellungsleiterin bei Goldeck und insofern entlastet mich das sogar und ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und mich dann richtig reinzuarbeiten. Deswegen mache ich auch so gerne Ausbildungen. Sie sind nämlich meistens nur einjährig, im Gegensatz zum Studium, wo man halt ewig, ewig studiert, um dann einen Abschluss zu bekommen. Deswegen war das auch immer so ein schöner Lichtblick, wenn ich mir überlege, welche Ausbildung mache ich im nächsten Jahr und dann kann ich im nächsten Jahr schon das. Dann kann ich zum Beispiel, weiß ich, wie man eine Kamera bedient. Also es macht mir einfach Freude, immer wieder Neues zu entdecken. Was steht auf deiner Bucketlist sozusagen? Würde mir jetzt schwerfallen, mir vorzustellen, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt fertig. Ja, genau. Also ich schaue mir gerade wieder neue Dinge an. Ich habe gesehen, du machst auch viel mit Video. Ich bin ja Fotografin, habe mich noch nie herangetraut an Videografie, weil ich gehört habe, da braucht man sehr viele Speicherkarten und das kann sehr teuer werden. Ich möchte aber tatsächlich Videoschnitt lernen und ich möchte eine Weiterbildung machen in einfacher Sprache. Dadurch, dass ich mich sehr viel mit Sprache und Diskriminierung auseinandersetze, interessiert mich das gerade. Und ich habe erst gerade vor 2 Tagen mir überlegt, für welchen Kurs könnte ich mich anmelden? Vielleicht noch im September, schauen wir mal. Das ist auch so typisch österreichisch. Schauen wir mal, wir sehen schon. Also wir werden sehen. Nur als Übersetzung, schauen wir mal. Und ja, also es sind schon neue Ausbildungen geplant, auf jeden Fall. Oh, hört sich auf jeden Fall spannend an. Susanne hat genickt. Einfache Sprache. Ist das ein Thema auch für dich und deinen Buchladen? Jetzt konkret im Buchladen noch nicht, aber durch meine Deutsch als Fremdsprache Vorgeschichte sehe ich da auf jeden Fall den Bedarf. Ich hätte mir auch gewünscht, ich könnte Bücher, interessante Bücher mit in den Deutschunterricht nehmen und wenn da noch mehr geschieht, da fände ich das richtig gut. Ich habe aber auch genickt, weil ich diese Begeisterungsfähigkeit für neue Dinge absolut teile. Ich fange auch gern neue Dinge an und muss mich dann manchmal bremsen, erstmal etwas zu Ende zu bringen, bevor ich schon wieder das Neue beginne. Und ja, da ähneln wir uns, glaube ich. Ja, sehr spannend. Du bist ja Quereinsteigerin, Susanne, und wenn man dann in den Buchhandel kommt, also da gibt es ja ähm, ganz viele Dinge, die man wissen muss und Aufgaben, die einen dann so überrollen. Ne? Also ich sage nur Schulbuchgeschäft, Remissionen,
ich weiß nicht, was sonst noch alles passiert, Inventur, keine Ahnung, ne? Dinge, die irgendwie erledigt werden müssen oder Klassensatz und bestimmte Rabatte und. Wie kriegst du das hin? War das so ein bisschen auch Sprung ins kalte Wasser und Learning by Doing? Wie sattelfest fühlst du dich da? Ja, eine Person aus der Buchbranche hatte mir wirklich stark geraten, erstmal noch ein Praktikum oder ein Jahr, in der Buchhandlung zu arbeiten. Und ich habe gesagt: „Nein, ich will mein eigenes Ding machen." Und, ja, habe am Anfang Fehler gemacht. Bücher, da war vielleicht nur noch ein Buch im Lagerbestand des, Barsortiments, und ich wusste nicht, wie ich mir das krallen kann zum Beispiel, dann war die Kundin enttäuscht oder, ja, jetzt habe ich dieses Jahr richtig intensiv das Schulbuchgeschäft begonnen, habe heute Morgen, das war halt meine Morgenbeschäftigung gerade, fehlerhafte Bestellungen mit dem Verlag abzusprechen. Wie machen wir das? Genau, ich wollte da gerne richtig reinsteigen. Mal gucken nach der diesjährigen Erfahrung, ob ich das dann noch ausbaue oder ob ich's bei den Schulen belasse, die ich grad habe. Aber es macht mir auch Spaß, einfach Lösungen zu finden. Das habe ich auch gelernt. Es gibt immer wieder Probleme oder Schwierigkeiten, die auftauchen, aber als Selbstständige lernt man auch nach 3 Jahren die Gewissheit: „Oh, ich finde 'ne Lösung. Ich frage nach, ich recherchiere, ich finde 'ne Lösung." Mhm. Genau, du bist die Lösung. Du findest oder erfindest wahrscheinlich die Lösung. Jetzt könnte man sagen, oder ich vermute fast, ne, du hast in dem Porträt geschildert, ne, deine Buchhandlung ist ein Safe Space. Du zeigst auch äh, politisch sozusagen ein bisschen Flagge bei gesellschaftspolitischen Themen. Ähm, Jetzt wissen wir alle, dass es in Deutschland gerade ziemlich rund geht, dass man auch schnell mit bisschen linken Ansichten vielleicht angefeindet wird. Du bist sehr präsent gegenüber vom Rathaus. Hast du da Erfahrungen in dieser Richtung gemacht? Positive, negative? Ja, ich kam aus der Welt, ich kam aus Berlin mit meinem Mindset, mit meinem demokratischen, alternativen Mindset vielleicht, und habe dann, Jakob Springfeld eingeladen zu 'ner Lesung, weil er hier aus der Region kommt. Er engagiert sich gegen Rechtsextremismus, ganz stark und ich dachte: „Boah, das wäre so spannend." Er hat auch 2 Bücher geschrieben, ihn hier einzuladen und habe gedacht, das ist total normal. Natürlich interessieren sich die Menschen und natürlich, ist es wichtig, solchen Menschen 'ne Bühne zu bieten und, merkte dann, dass da, vom Rathaus, von gewissen Teilen der Bevölkerung hier in Waldenburg, 'n großer Aufschrei kam. Wie kann man denn jemanden, der so links ist, in unser Stadtzentrum holen? Ähm, genau, da war's so 'n Erwachungsmoment, wo ich gemerkt habe, die Menschen sind, da sensibel, möchten vielleicht auch gar nicht angesprochen werden auf politische Dinge. Das war vielleicht der negative Teil der Erfahrungen. Auf der anderen Seite war die Lesung rappelvoll. Es waren so viele Menschen da, die sich über dieses Thema unterhalten, austauschen, von Jakob Springfeld hören wollten. Was sind seine Erfahrungen? Wie können wir zusammen gegen den Rechtsruck vorgehen? Ja, und so bin ich eigentlich gestärkt aus dieser Lesung herausgegangen, dass ich auch weiter laut, meine Werte verteidige und sage, und wir hier, einfach 'n Safe Space sind, der nicht leise ist und der den Menschen, 'nen Raum bietet, die sich sonst nicht so gesehen und repräsentiert fühlen im Osten Deutschlands. Genau, ist ein Thema, das es nicht nur leider in Deutschland gibt. Minita, du kannst ein Lied davon singen. Es gab dieses Volksbegehren in Österreich 2024, das es hier, glaube ich, nicht so sehr leider in die Schlagzeilen geschafft hat, nämlich die Black Voices Bewegung. Da warst du, glaube ich, im Rahmen da hast du, glaube ich, fotografiert. Da Mhm. gab es irgendwie auch Foto-Sessions. Äh, Willst du ganz kurz zusammenfassen, worum es bei dieser Bewegung, die es ja noch gibt, geht? Mhm. Also, alles hat eigentlich 2020 gestartet mit Black Lives Matter.
Da hatte auch unter anderem Miren Gosso, eine ehemalige schwarze Politikerin, den Gedanken, dass wir ein Volksbegehren machen. Tatsächlich fordern wir nur das, was eigentlich stattfinden sollte, nämlich eine Antirassismusstrategie für den österreichischen Staat. Unter anderem wurde das sogar schon beschlossen und noch nicht ausgeführt. Und wir haben dementsprechend unsere eigenen Forderungen gestellt. Genau. Wie ich sage jetzt, ich war tatsächlich hauptsächlich als Fotografin aktiv und habe dann das Buchprojekt War das jetzt rassistisch geleitet. Ich war aber jetzt nicht im Vorstand, meine Schwester allerdings schon. Und das Volksbegehren, ich glaube, es war jetzt tatsächlich 2022, hat das Volksbegehren, also ich glaube, da war es dann, konnte man zuletzt abstimmen, weil wir sind auch 2022 mit unserem Buch erschienen und das war auch sehr nützlich, dieses Buch, um noch einmal in die Presse zu kommen. Es ist allerdings gescheitert. Man braucht 100.000 Stimmen und wir hatten, glaube ich, 99.200 oder so. Also sehr bitter. Allerdings wurde es dann trotzdem im Parlament besprochen, weil sich dann Politikerinnen dem Thema angenommen haben. Sie haben gesagt, wir bringen es trotzdem ins Parlament. Also es wurde dann trotzdem diskutiert, was wiederum auch ein schönes Ergebnis ist. Verändert hat sich jetzt noch nicht so viel. Allerdings ist es halt so bei einem Volksbegehren, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben dieses Volksbegehren auch deshalb gemacht, um einfach mehr Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. Also wir sind keine Politikerin, wir können jetzt keine Gesetze ändern, aber wir können mehr Bewusstsein schaffen. Genau, du hast in deinem Porträt auch, also danke für die Zusammenfassung in diesem Detailgrad. In deinem Porträt hast du gesagt, es ist gut möglich, dass du die einzig schwarze Person in Österreich im Verlagswesen bist, was ich bitter finde. Es gibt wahrscheinlich nicht nur die eine einfache Erklärung dafür, aber warum ist das so? Übrigens glaube ich, dass es in Deutschland hier auch nicht so viel besser aussieht. Ne? Aber was sind deine Erklärungen? Warum ist das einfach so? Ich finde tatsächlich, es gibt zwar im Verlagswesen sehr viele Frauen, aber in Bezug auf People of Color ist die Verlagsbranche sehr homogen. Es gibt sicher viele Erklärungen. Eine Erklärung, die ich habe, ist auch, dass gerade People of Color im Deutschunterricht häufig Schwierigkeiten haben, aber nicht deshalb, weil sie zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache sprechen, sondern weil sie auch häufig schlechter bewertet werden. Also es gibt eine Studie, wonach eine Person mit einem deutsch klingenden Vornamen, also ein Schüler, besser benotet wird als eine Person, die einen ausländisch klingenden Namen hat. Ich habe auch mit vielen Personen gesprochen, die beispielsweise schwarz sind, und alle haben die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich ihre LehrerInnen haben immer angezweifelt, dass sie gut Deutsch sprechen können, obwohl sie Deutsch als Erstsprache sprechen. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch Rassismus beteiligt und eben auch diese Vorstellung, dass People of Color nicht Deutsch sprechen können. Gleichzeitig setzt das Verlagswesen auch nicht unbedingt auf Mehrsprachigkeit. Also ich kenne auch wirklich talentierte AutorInnen, die in Wien leben, die in Österreich leben, aber die eben nicht auf Deutsch schreiben wollen, weil das für sie nicht unbedingt die Sprache ist, in der sie sich ausdrücken möchten. Und da ist es dann natürlich auch so, dass sie dann oft in Verlagen in anderen Ländern publizieren müssen, damit sie gelesen werden. Obwohl auch wir in Österreich ein mehrsprachiges Land sind. Also wir sprechen tatsächlich nicht nur Deutsch. Also ich glaube schon sehr wohl, dass eben Bücher auch gelesen werden, wenn sie eben nicht auf Deutsch publiziert werden. Mhm. Ja. Vielen Dank dafür. Ich würde da jetzt gerne noch viel mehr in die Länge gehen, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr auch achten. Aber wenn wir beim Thema Bücher schon sind, wir haben jetzt von dir und Melanie schon kennengelernt, war das jetzt rassistisch? Das hast du schon vorgestellt. Wer sagt dir, was normal ist, kommt jetzt, glaube ich. Und gute Nachrichten aus aller Welt ist die Nummer 3. Das will ich erwähnen. Wenn wir gerade schon bei Büchern sind, dann kommen jetzt eure Buchtipps, nämlich ein Buch, das ihr extrem häufig oder extrem gerne empfehlt. Susan,
fang du doch mal an. Was hast du uns für ein Buch mitgebracht? Ich habe Machen macht Mut von Ceci Leonard. Ceci Leonard, sie ist die Mitbegründerin von den radikalen Töchtern und sie schreibt darüber, ja, wie man anfangen kann zu machen. Das passt sehr gut zu mir, weil ich voll die Macherin bin. Und Ceci beschreibt zuerst, dass sie eigentlich selber nicht studiert hat und das für sie immer so ein Ding war, ich kann doch gar nichts bewegen, wenn ich kein Studium hat, dass man schon mit ganz ja, man kann jeden Moment anfangen, eigentlich etwas zu tun, etwas zu machen. Und ja, ein Zitat, eines meiner Lieblingszitate hier drin ist: Hoffnung ist nicht das Gegenteil von Optimismus. Nein, ich lese es nach. Hoffnung ist nicht das Gegenteil von Realismus, sie ist seine radikalste Form. Genau, dieses Buch ist total lesenswert, praxisnah, lebensnah, bestärkend. Kostet 20 €. Das ist auch so ein guter Preis, finde ich, im Buchhandel, erfahrungsgemäß. Ja, und deswegen verschenke ich das gerne, verkaufe das auch ziemlich gut hier. In welchem Verlag ist es erschienen? Aufbau Verlag. Aufbauverlag. Vielen Dank dafür. Mineta, welches Buch empfiehlst, verschenkst du sehr gerne? Ich habe tatsächlich kein Lieblingsbuch, und ich habe dann auch noch auf meiner Checkliste vor dem Flug gesehen: „Ach, ich muss ja noch ein Buch mitnehmen.“ Deswegen habe ich mich relativ spontan entschieden und „Ain't I a Woman“ von Bell Hooks gewählt. Das ist hier leider spiegelverkehrt. Es ist auch die englische Ausgabe. Ich lese tatsächlich lieber auf Deutsch. Ich lese auch lieber die Übersetzung, selbst dann, wenn sie nicht ganz so authentisch ist, aber dieses Buch würde ich tatsächlich auf Englisch empfehlen. Bell Hooks es ist einfach ein Standardwerk im Bereich Feminismus und Rassismus, weil sich Bell Hooks eben in diesem Buch anschaut, wie die Erfahrungen eben von schwarzen Frauen sind, die einerseits von Sexismus, aber auch von Rassismus betroffen sind. Und das finde ich halt auch dadurch, dass ich im Bereich Antidiskriminierung arbeite, finde ich es eben interessant, diesen Aspekt zu beleuchten, weil wir häufig eben beispielsweise die Vorstellung haben, ja, Frauen durften früher nicht arbeiten. Tatsächlich zeigt Bell Hooks auch in diesem Werk, ja, zum Beispiel schwarze Frauen in den USA mussten arbeiten durch die Sklaverei. Also nicht immer schaut Sexismus oder auch Rassismus gleich aus. Es ist immer abhängig davon, welche Identität man hat. Und es wird auch immer noch Mhm. zitiert, obwohl es 1981, glaube ich, erschienen ist, weil es einfach so ein fundamentales Werk ist. Deswegen kann ich es allen empfehlen. Vielen Dank. Du hast gesagt, du empfiehlst das auf Englisch. Wer ist der englische Verlag? Routledge? Ich glaube, ich habe weiß nicht richtig, wie ich das ausspreche. Ja. Es gibt vermutlich auch Vielen Dank. mehrere, Fassungen. Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Ich könnte stundenlang mit euch weiter quatschen. Bevor wir jetzt noch zu euren Wünschen an die Buchbranche kommen, von mir der Hinweis, die Wahlkabine beim Börsenblatt Young Excellence Award ist geöffnet, noch bis 15. Juli, eine Woche jetzt noch und unbedingt abstimmen. Jetzt kommen wir zu euren Wünschen an die Branche. Susanne, was wünschst du dir für oder von der Buchbranche? Die Buchbranche ja jetzt erst seit 3 Jahren von dieser Seite, von der Buchhändlerinnenseite und habe sie sehr solidarisch kennengelernt. Also sowohl von den Verlagen hier, die lokal ansässig sind, als auch von den Menschen, die ich jetzt im Award kennengelernt habe, auch im Börsenverein, sehe ich so viel Solidarität bis hin eben zu der großen Kampagne, die es gab, als der Buchhandlungspreis so komisch behandelt wurde. Genau, also bleib weiterhin so solidarisch, liebe Buchbranche, und unterstütze waghalsige, mutige Projekte, wie meins eines ist. Ich denke manchmal, ein bisschen Mut, ein bisschen Verrücktheit tut jeder Branche gut. Ja, vielen Dank. Mineta, was wünschst du dir für die Buchbranche? Also, auch ich spreche jetzt für Österreich, aber in Österreich, finde ich, arbeiten besonders nette Menschen in der Buchbranche, die auch sehr offen sind. Also, ich wünsche mir, dass,
dass diese Leute auch mehr Weiterbildungen erreichen, da es eben nicht teilweise, auch wenn es um das Thema Diversität geht, eigentlich nicht am Charakter scheitert, sondern eigentlich am fehlenden Zugang zu Wissen, zu Weiterbildungen. Und da würde ich mir einfach mehr Weiterbildungen im Bereich Diskriminierung, vor allem im Bereich Rassismus wünschen. Vielen Dank. Hier ist auch noch dein Applaus. Ich könnte noch 3 Stunden weiter reden. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele Sachen nur angepiekst, wo noch ganz viel drin wäre. Aber die Show soll ja nicht 3 Stunden gehen. Wir haben euch auf jeden Fall ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Danke euch.